ist die Sissi. Soll ich euch mal erzählen, wie das ist, wenn man zum Frauenarzt geht in Amerika? Es ist nämlich ein bisschen anders als in Deutschland. Unangenehm ist es ja immer, macht man ja irgendwie nicht gerne, aber durch muss Frau ja doch. Der Frauenarzt ist niemals mit dir alleine im Zimmer. Das ist also gesetzlich so vorgeschrieben, damit da nichts passiert. Was auch immer da passieren könnte. Da ist also immer irgendeine Frau dabei. Und in meinem Fall war das also eine Studentin, die selber eben Ärztin werden möchte. Finde ich persönlich höchst unangenehm. Ich kann verstehen, dass manche Frauen sich so vielleicht sicherer fühlen, eine Frau im Zimmer zu haben, und es kann eben nichts passieren. Man hat ja Sachen gehört, dass der Arzt der Frau irgendein Medikament gibt und dann macht er da halt was auch immer. Jedenfalls, das ist dann natürlich relativ ausgeschlossen, dass das passieren kann. Aber ich empfand das so, oh je, jetzt habe ich nicht nur 2 Augen, sondern 4 Augen, die also alle sich da unten beschäftigen. Höchst unangenehm. Die haben versucht, sich also mit mir zu unterhalten und dadurch ein bisschen eine relaxte Atmosphäre zu schaffen. Ich fand es trotzdem höchst unangenehm. Was auch total anders ist, du wirst also nicht wie in Deutschland, wo du vielleicht ein kleines Kämmerchen hast oder so eine kleine Kabine, dich komplett ausziehen oder nur mit einem T-Shirt oder so, sondern du kriegst so ein Papierkleid. Das ist also hier Standard, was, naja, die Amerikaner sind halt sehr prüde. Dann hat man eben so ein beknacktes Papierkleid, was man also hinterher wegschmeißt. Also es ist aber kein richtiges Kleid, es ist eher wie so diese Krankenhausnachthemden. Die sind also vorne zu, hinten offen, und dann sitzt man eben auf dem blöden Stuhl. Nun kommt es halt drauf an, zu welchem Frauenarzt man geht. Ich war nur bei einem, ich dachte in einer sehr guten Gegend. Und das Gebäude sieht sehr gut aus. Habe mich sehr arg gewundert über diesen völlig veralteten Stuhl, auf dem ich sitzen musste. Habe ich noch nie in Deutschland erlebt. So einen veralteten, ekelhaften Stuhl. Die Praxis war modern, alles war gut. Aber dieser Stuhl... Ich habe mich also darauf gesetzt und dann musste der da 2 Stangen, die sahen also teilweise ein bisschen verrostet, würde ich mal sagen, aus, 2 Stangen rausgezogen, wo also 2 Fußteile waren, wo ich dann also meine Füße rauf machen konnte. Fand ich total merkwürdig, wirklich. Und ein Punkt, der auch noch anders ist als in Deutschland, ist, dass dir werden also unendlich viele Fragen gestellt, die du also alle mündlich beantworten musst, und die sind ganz schön krass, finde ich. Da geht es also darum, total bis in die Tiefe, wie viele Geschlechtspartner du hast und hattest im letzten Jahr, sogar bis hin zu hast du Anal, und demnach, was du beantwortest, wird dir halt empfohlen, wenn du das machst, dann müssten wir das untersuchen oder dir dieses Medikament geben, oder fand ich also extrem unangenehm, all diese Fragen zu beantworten. Und da das ja mit der Krankenversicherung hier alles ein bisschen anders läuft als in Deutschland, wo man ja eine ziemlich gute Versicherung hat, die so die Hauptsachen alle abdeckt. Hier ist es halt alles eine Frage von, kannst du es dir leisten oder trägt deine Krankenversicherung das? Und insofern, nach der Untersuchung wird dir also vorgeschlagen, du könntest das machen, und wir empfehlen das. Und dann musst du halt entscheiden, kannst du dir das leisten? Willst du das? Ist es wichtig oder nicht? Ein bisschen überfordernd, weil dir keiner einfach die Entscheidung abnimmt, wie es in Deutschland der Fall ist. Nun lebe ich seit 11 Jahren nicht mehr in Deutschland, keine Ahnung, ob sich das irgendwie verändert hat, aber ich hatte immer den Eindruck, dass der Frauenarzt entscheidet grundsätzlich alles, und manchmal, zum Beispiel als ich schwanger war, gab es dann manche Tests, die wurden nicht getragen, die musste man selber bezahlen.
aber die Kosten waren jetzt auch nicht immens, wo das hier dann doch quasi, sagen wir mal, pro Spritze oder so $100 und das kann dann schon ganz schnell mehrere $100 kosten. Und ja, das ist dann also so der dritte Punkt, der mir auffiel, was echt total anders ist, zum Frauenarzt zu gehen, was ja niemals wirklich angenehm ist. Ja, falls ihr irgendeine Frage habt über das Leben in Amerika, stellt sie mir doch, vielleicht kann ich sie euch ja beantworten. Und ansonsten könnt ihr auch noch meine anderen Videos euch angucken. Ich versuche hier immer mal wieder ein Video auf YouTube raufzupacken, dass ihr ein bisschen wisst, wie es so ist, in Amerika zu leben. Macht's gut dann, eure Sissi. Tschüss!